Ja, herzlich willkommen aus dem TV-Studio des Deutschen Wetterdienstes. Heute geht es um das Thema Tornados und hier hinter mir sehen Sie einige Beispiele, die uns über die Warnwetter-App erreicht haben. Und wir wollen uns heute mal damit beschäftigen, wo in Deutschland Tornados auftreten, wie oft das der Fall ist im Jahr, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Tageszeit. Und wir schauen natürlich auch darauf, wie Tornados entstehen und wie man sie vorhersagen kann und wie man sich auch davor schützen kann. Und wir beginnen zunächst mal mit einer Karte, die alle Tornadofälle zeigt, die in der Europäischen Unwetterdatenbank ESWD erfasst sind. Hier dargestellt in verschiedenen Farben, je nach Stärke. In Blau sind die Wasserhosen dargestellt, vornehmlich hier über der Nordsee und der Ostsee, aber auch ein paar Fälle über den Seen in Süddeutschland, zum Beispiel den Bodensee. Wir sehen einige starke Tornados, aber eben auch viele schwache Tornados. Die meisten Punkte sind hier weiß dargestellt. Das sind Tornados unbekannter Stärke. Das heißt, da weiß man einfach nicht, wie stark da gewesen ist, weil man zum Beispiel keine Schadensbilder hat. Aber man kann relativ sicher annehmen, dass die meisten dieser unbekannten Stärke tatsächlich schwache Tornados waren. Und wenn man das macht, dann bekommt man hier die folgende Grafik. Hier sind die Stärkeeinteilungen der Tornados dargestellt und seit 2023 nutzen wir die Stärkeeinteilung internationale Wouchita-Skala. IF0 bis IF5. IF5 sind die stärksten Tornados und für die schwachen Tornados gibt es noch Zwischenstufen IF 0,5, IF 1,5. Nun sieht man, dass für diese zerstörerischen Tornados, also die eine Stärke von IF4 und stärker haben, noch sehr wenig registriert worden sind in Deutschland. Der letzte IF4-Tornado war am 24. Mai 1979 in Bad Liebenwerda. Da wurde sogar ein Mähdrescher umgestoßen. Deutlich häufiger kommen dann schon die starken, signifikanten Tornados vor. Insgesamt 309 IF2-Tornados sind registriert worden. Und nicht überraschend, die meisten Tornados sind natürlich die schwachen Tornados, also mit einer Stärke von IF0 bis IF 1,5. Jetzt haben wir mal geschaut, wie sich die Tornadozahlen in den letzten Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben. Das ist jetzt hier dargestellt. In Gelb sind die schwachen Tornados, in Rot sind die starken Tornados, also mindestens Stärke IF2. Und man sieht das Ganze in 20-Jahresschritten unterteilt und meist hat man so 100 bis 200 schwache Tornados in 20 Jahren und so um die 50 Tornados, die stark waren. Aber dann um 2000 bis 2023 sieht man einen deutlichen Sprung nach oben. Mehr als 550 schwache Tornados wurden registriert und mehr als 100 signifikante starke Tornados. Und dann könnte man meinen, dass die Tornadoanzahl deutlich zugenommen hat. Aber das stimmt nicht, denn tatsächlich hat sich vieles geändert. Um die Jahrtausendwende ist zum Beispiel das Internet aufgekommen, es sind die Online-Medien aufgekommen, es gab Wetterforen, wo sich Interessierte eben ausgetauscht haben. Und ganz wichtig auch ist die digitale Fotografie aufgekommen. Das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit gehabt, Tornados zu fotografieren, die Schäden zu erfassen und entsprechend zu dokumentieren und sich darüber auch auszutauschen. Und dann haben sich auch Chaser-Gruppen wie die Skywarn Deutschland gegründet, die eben den Gewittern hinterherfahren, und auch die Tornado-Arbeitsgruppe Deutschland wurde ins Leben gerufen, die sich mit diesen Tornados näher auseinandergesetzt haben. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie sich die Tornadozahlen seit 2000 entwickelt haben. Hier wieder dargestellt in Gelb die schwachen, in Rot die starken Tornados, also mindestens Stärke IF2, und in Blau die Wasserhosen. Man sieht jetzt eine ziemliche Variabilität von Jahr zu Jahr. Es geht eben hoch und auch wieder runter. Im Schnitt sind in Deutschland etwa 45 Tornados im Jahr registriert. Aber wie angesprochen gibt es da eben große Unterschiede von Jahr zu Jahr, je nachdem wie die Wetterlage eben war. Eine gute Möglichkeit, um das zu visualisieren, sind die sogenannten Tornado Stripes. Da sieht man hier in roten Farben eben positive Abweichungen zu dem Mittelwert, in blauen Farben negative Abweichungen, und auch sieht man auch ein Auf und Ab. Und was man hieraus auch ablesen kann, ist, dass es keinen klaren Trend hin zu mehr oder weniger Tornados in Deutschland gibt. Lässt sich also nichts ablesen. Schauen wir mal, wie im Laufe des Jahres die Tornados verteilt sind. Dann sieht man, dass natürlich die meisten Tornados in der Warmjahreszeit zwischen Mai und September auftreten, wobei die starken Tornados etwas in Richtung Frühjahr, Richtung Mai, Juni verschoben sind. Die schwächeren Tornados meist so im Sommer, Juni, Juli bis August auftreten. Und dann gibt es noch ein zweites Maximum der starken Tornados, das ist im Januar. Das hängt dann immer zusammen mit Sturmtiefs und den Kaltfronten, denn entlang dieser Kaltfronten von kräftigen Sturm- und Orkantiefs treten ganz häufig auch starke Tornados auf. Bei den Wasserhosen ist es ein bisschen anders. Da sieht man ein klares Maximum im August. Mehr als 40% aller Wasserhosen sind in diesem Monat registriert worden. Schauen wir mal auf die Tageszeit. Wenn man das macht, dann erkennt man zunächst einmal für die schwachen Tornados IF1 und für die starken Tornados IF2 ein Maximum, das jetzt insbesondere in den Nachmittagsstunden beginnt und sich über die Abendstunden bis in die erste Nachtshälfte zieht.
Die starken Tornados von der Stärke EF2 und stärker kommen vornehmlich zwischen 17 und 18 UTC vor. Das ist im Sommer also zwischen 19 und 21 MESZ. Die starken Tornados haben ihr Maximum meist so zwischen 15 und 16 UTC, also Sommerzeit 17 bis 19 bis 18 Uhr MESZ. Und bei den Wasserhosen ist es nicht so klar zu erkennen, da gibt es keinen so klaren Tagesgang, aber man erkennt ein gewisses Maximum hier in den Vormittagsstunden, also die meisten Wasserhosen sind am Vormittag registriert. Ja, in den Nachtstunden findet man fast keine Wasserhosen, ist aber auch recht leicht zu erklären, denn nachts ist es ja entsprechend dunkel und man kann sie nicht beobachten. Ja, dann schauen wir mal nach, wie können überhaupt Tornados entstehen, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die vorherzusagen. Eine Möglichkeit möchte ich hier mal erklären, und die Basis für die Tornados sind natürlich die Gewitterzellen. Und um Gewitterzellen vorhersagen zu können, bedienen man sich der sogenannten Zutatenmethode. Das heißt, man denkt sich einen Kochtopf, in die verschiedene Zutaten hineingetan werden, und das sind insbesondere die Zutaten Labilität, Feuchtigkeit und Hebung. Labilität bedeutet, dass die Temperatur mit der Höhe stark abnimmt, sodass eben Luftpakete nach oben steigen können. Feuchtigkeit, da schaut man insbesondere auf die Luftschichten in den unteren Niveaus, dass da eben möglichst viel Feuchtigkeit vorhanden ist, damit Gewitterwolken sich bilden können. Und dann gibt es noch die Zutat Hebung. Da geht es dann darum, dass irgendein Luftpaket oder ein ganzes Gebiet eben stark gehoben wird. Das können zum Beispiel Kaltfronten sein, die hereinziehen. Das können entsprechend Windkonvergenzen sein, wo also Luft zusammenströmt und entsprechend Hebung induziert. Es können aber auch zum Beispiel Berge sein, wo eben Hebung ausgelöst wird. Und wir schauen halt, wo diese drei Zutaten zusammenkommen, und das sind dann die Regionen, wo wir damit rechnen, dass eben Gewitter entstehen können. Und dann kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt, das sogenannte Gewürz quasi dazu, und das ist die Windscherung. Das heißt, wie ändert sich der Wind in Stärke und Richtung mit der Höhe? Und wenn das möglichst stark ist, wenn also die Windscherung, die vertikale Windscherung sehr hoch ist, dann können sogenannte Superzellen entstehen, und genau diese Superzellen sind eben die Basis eben für die Entstehung von Tornados. Das sind nämlich rotierende Gewitterzellen, und wenn man diese hat, dann brauchen wir noch zwei wesentliche andere Aspekte. Wir brauchen eine möglichst niedrige Wolkenuntergrenze, idealerweise 1000 Meter und niedriger, damit sich dieser Tornado auch ausbilden kann. Und wir schauen insbesondere auf die unteren 1000 oder manchmal auch 500 Meter. Wenn da die Winddrehung und die Windstärkeänderung besonders stark ist, ist das ein wichtiges Indiz dafür, dass Tornados entstehen können. Was machen wir jetzt beim DWD? Wir schauen eben genau nach diesen Wetterlagen, wo diese Zutaten vorhanden sind. Und dann, wenn das eben der Fall ist, schreiben wir das auch in die Warnlageberichte hinein. Dann ist es natürlich so, dass wir die Wetterlage oder die Unwetterlage dann auch beobachten. Wir nehmen das Wetterradar, um eben sogenannte Superzellen zu identifizieren, also zu sehen, wo die Gewitterzellen auch rotieren, die also die Basis für die Tornados sind. Und wenn das der Fall ist, wenn wir diese Superzellen erkennen, dann geben wir eine entsprechende Unwetterwarnung heraus. Und wenn uns dann noch zusätzliche Meldungen erreichen, zum Beispiel von den Stormchasern oder über die Warnwetter-App, dass dann ein Tornado aufgetreten ist, dann können wir diese Unwetterwarnung auch noch mit dem Wort Tornado versehen. Dann können wir also direkt auch eine Tornadowarnung herausgeben. Und dann gibt es beim DWD noch die Tornado-Expertengruppe, die beschäftigt sich auch im Nachgang von Tornados mit diesen Phänomenen. Wir schauen zum Beispiel, wenn irgendwo ein Tornado-Verdachtsfall aufgetreten ist, ob das auch wirklich ein Tornado gewesen ist, und dokumentieren das entsprechend dann auch. Was kann man nun machen, um sich vor Tornados zu schützen? Natürlich sollte man in allererster Linie die Warnlage verfolgen, entweder über dwd.de oder über die Warnwetter-App. Und dann sollte man feste Schutzräume aufsuchen. Das sind idealerweise Kellerräume oder feste Steinhäuser. Und man sollte vor allen Dingen weggehen von Fenstern, denn Fenster können natürlich von Trümmerteilen zerschlagen werden, die dieser Tornado mit sich führt. Und anders als bei Gewittern, wo man gerne auch im Auto Schutz sucht, um nicht vom Blitz getroffen zu werden, sollte man bei Tornados Autos vermeiden, denn diese Autos, die werden herumgewirbelt und können entsprechend dann auch, kann man entsprechend auch schwer verletzt werden. Man sollte vor allen Dingen gucken, dass man Abstand gewinnt von den Tornado, und wenn das nicht möglich ist, dann sollte man sich möglichst flach auf den Boden legen, am besten in irgendeine Mulde, sodass man möglichst wenig Angriffspunkte bietet. Ja, da haben wir jetzt also einiges gelernt. Wir haben also gelernt, es gibt im Mittel 45 Tornados pro Jahr in Deutschland, wobei 90% schwache Tornados sind, ein Drittel Wasserhosen. Vornehmlich zwischen Mai und September treten die Tornados auf, und insbesondere in den Nachmittagsstunden bis in die erste Nachthälfte hinein. Derzeit kann man keinen Trend bei den Tornadozahlen erkennen, also weder eine Zu- noch eine Abnahme. Der Wetterdienst versucht, Wetterlagen zu identifizieren, die für Tornados gut sind, und kommuniziert das entsprechend dann auch über die Warnlageberichte und gibt auch entsprechende Warnungen heraus. Und man sollte diese Warnlage immer verfolgen und sich in Sicherheit bringen, wenn eben so eine Tornadozelle aufzieht. Und wenn man dann in Sicherheit ist, dann sollte man, wenn möglich, auch diese Meldung über die Warnwetter-App kommunizieren. In diesem Sinne, schauen Sie immer auf aufziehende starke Gewitter. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.
und tschüss. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.